Ja, hallo zusammen. Heute in dem Video bauen wir Schneeflocken aus Holz. Na? Und ja, bleibt einfach dran, guckt, wie es geht und baut selber Schneeflocken. Viel Spaß dabei. Ja, hallo zusammen. Es gibt mal wieder ein kleines neues Projekt. Passend zur Jahreszeit baue ich jetzt Schneeflocken aus Holz. Ich habe hier schon mal ein paar Kanthölzer verleimt, also sprich Bretter zu Kanthölzern verleimt. Ich will nachher sehen, dass ich hier 6 cm habe und hier 7 cm. Die Maße entstehen daraus, dass ich ein Sechseck brauche. Das seht ihr aber gleich. Ich hobel erstmal aus. Um euch die Maße auszurechnen für Sechseck, um es leichter zu machen, linke ich nachher unter das Video drunter auch einen Sechseck-Ausrechner. Es macht es einfach leichter. Okay, ich hobel mal und dann gucken wir weiter. So, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ich habe das mal für euch mal grob aufgezeichnet, was ich haben möchte nachher. Dadurch kommt auch dieses, wie gesagt, dieses 60 x 70 mm Maß bei mir zustande. Ihr könnt natürlich auch größer oder kleiner machen, wie ihr gerade Lust zu habt. Ne? Wichtig ist nachher der Schnitt hier, der hier kommt gleich. Das sind nachher 30 Grad auf der Formatkreissäge. Das heißt dann, dass diese Schnitte genau hier auf dieser Spitze immer rauskommen. Und dann habe ich automatisch alle 6 Seiten gleich lang. Das ist der nächste Schritt. Ich gehe hinten rüber, da an die Maschine und mache erstmal wieder. Und bevor ich es ganz vergesse, wenn ihr an der Kreissäge arbeitet, passt wirklich immer auf eure Finger auf, benutzt Schutzvorrichtungen, lasst den Spalt kalt drauf, benutzt den Schiebestock. Also wirklich achtet auf eure Finger. Finger fliegen schnell. Ne? So, hier könnt ihr schon mal sehen, wie es bis jetzt aussieht. Die Schnittkanten, die schleife ich jetzt gerade schon mal drüber. Dann habe ich die schon mal ein bisschen glatter. Das geht immer viel schneller, wenn ich das jetzt gerade mache. Und danach geht es schon an die Einschnitte, die ich machen muss. Das machen wir dann auch zusammen Schritt für Schritt. So, hier könnt ihr schon mal sehen, wie es nach dem ersten Schnitt aussieht. Also ich habe erstmal einen Schnitt mittig gesetzt, genau vermittelt. Und jetzt kommen hier wieder im 30-Grad-Winkel nochmal seitliche Schnitte rein. Eigentlich haben wir nur 3 Schnitte zu machen. Einmal den in der Mitte und einmal dann einen tieferen 30-Grad-Schnitt und einen flacheren 30-Grad-Schnitt. Und einmal so rum drüber, einmal andersrum drüber, von allen Seiten praktisch schneiden und dann war es das eigentlich schon. Ich mache den nächsten Schnitt und dann bin ich wieder bei euch. So, nächster Schritt. Wie gesagt, das ist der erste Schnitt. Das ist alles immer nur ein Schnitt. Einmal von der einen Seite geschnitten, das Holz gedreht, dann von der anderen geschnitten. Also wenn das bei euch aussieht, als ob ihr so kleine Pfeile habt, die auf den Rand zu zeigen, dann habt ihr das genau richtig gemacht. Und achtet beim Schneiden auch darauf, dass ihr hier noch genug Material behaltet, dass es nicht wegbricht. Ne? Also ich würde so 1,5 Sägeblattbreiten würde ich schon so stehen lassen. 1,5 bis 2 Sägeblattbreiten. Ne? Okay, nächster Schritt. Jetzt kommt hier noch mal ein kleiner Schnitt rein. Der nächste Schritt wieder. Und bei diesem kleinen Schnitt achtet auch wieder drauf, dass ihr hier so ein bisschen stehen lasst. Also ähnlich viel wie bei dem nächsten Schnitt weiter unten. Ich habe jetzt ein ganz klein bisschen weniger stehen gelassen, aber ja, guck. Und jetzt der nächste Schritt ist eigentlich ganz einfach. Streifen schneiden. Ein ganz scharfes Blatt auf die Kreissäge machen und dann einfach dünne Streifen abschneiden. Wie dick ich die jetzt mache, weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Ich mache das ja auch zum ersten Mal. Ich werde mal ausprobieren, wie dünn man die machen kann, dass es noch vernünftig hält und aussieht. Weil zu dick sieht ja auch nichts aus. So, ich habe jetzt fleißig geschnitten. So sehen sie jetzt fertig aus. Schaut mal hier. Ich muss dazu sagen, die sind noch ein bisschen ausgefranst dabei. Hier könnt ihr vielleicht den Unterschied so ein bisschen sehen. Das ist der direkt nach dem Schneiden. Und hier bin ich einfach nur mal ganz, ganz dünn, einfach kurz mal durch die Kanten im Schleifpapier durchgegangen. Das ist in einer halben Minute passiert, also gar nicht viel was gemacht. Und das ist dann so der direkte Unterschied. Also so sehen die fertigen aus. Natürlich sind auch ein paar durch die Gegend geflogen, die mit den Ästen drin. Das hat nicht funktioniert. Aber ja, jede Menge von den Dingern
ist ja nur ein Rechenbeispiel aus 60 cm plus ein Stück vielleicht was abfällt, irgendwo am rechts und links, weil es zu knapp ist oder weil es nicht gut aussieht. Aber im Prinzip bei 7 mm hole ich dann pro Zentimeter einen Stern raus. Also ich habe da jetzt schon die ersten gut 50 Stück liegen und jetzt schneide ich nochmal 100 Stück von den Dingern. So, schaut mal, hier habe ich jetzt noch ein kleines Loch reingebohrt zum Aufhängen. Das mache ich jetzt nochmal so 150 Mal. Dann werden die alle gerade ein bisschen geschliffen, ne? Ein bisschen freigeputzt. Und dann werde ich die noch ölen und dann haben wir die Dinger fertig. Also, ihr seht gleich wieder was Neues dann. Wenn sich einer fragt, was das eben für komische Rüssel an der Bohrmaschine war, der gehört zu meiner Absauganlage. Die findet ihr aber in einem anderen Video. Sucht einfach mal und jetzt wird noch jede Menge geschliffen. Hier habe ich die jetzt und ich gehe da einfach kurz mal durch die Ecken, die so ein bisschen franselig sind, einfach gerade mal kurz hier eine gefaltete Schleifpapier drüber. Das geht eigentlich relativ schnell. Ja, einfach nur da, wo es gerade gar nicht überall. Einfach nur überall, wo Gefransel ist. Ne? Und schon sieht es direkt ganz anders aus. Ich schleife die aber nachher noch mal ganz kurz noch mal von den Flächen her und von den Kanten her. Aber das machen wir gleich. Ich habe jetzt erstmal wieder 150 Stück, ja, zu entfranseln. So sehen sie jetzt entfranst aus. Und jetzt tue ich einfach noch mal die Flächen ein bisschen schleifen und außenrum die Kanten. Dafür nehme ich lieber so einen Schleifschwamm. Der ist ein bisschen weicher. Da machen wir auch keinen großen Trararum. Einfach mal kurz und das reicht dann auch eigentlich schon. So haben wir einen schönen, wunderbaren Stern, Schneestern. Und die werden nachher noch geölt. Und dann sind die soweit fertig. So, hier bin ich jetzt das Ganze am Ölen. Hier habe ich ein Leinöl. Man kann aber auch andere Öle nehmen, ist überhaupt kein Problem. Nach dem Ölen lege ich hier erstmal hier auf die Dreiecksleisten drauf. Wenn ihr mich fragt, wo ich die her habe, das sind die Reste vom Bauen, die abgefallen sind. Die habe ich mir einfach auf Seite getan und schon habe ich eine wunderbare Auflage. Dann tue ich immer eine Reihe schön bepinseln beidseitig. Wenn die soweit liegt, tupfe ich die nochmal ab und dann gehen die hier hinten rüber, wo die dann, ne, wo haben wir die Kamera genau hier, wo die endgültig trocknen können. Ne? Und ja, das ist jetzt der letzte Arbeitsschritt soweit. Vielleicht wichtiger Punkt noch, wenn ihr am Ölen seid, wenn ihr irgendwelche Lappen habt und sowas, ne? Oder mit Schwämmen ölt oder sowas, ne? Legt die luftig hin. Wenn die geknüttelt sind und verdunsten, dann kann sich sowas entzünden. Kommt nicht oft vor, ist aber schon passiert. Man kann sowas auch einfach in Glas reintun und zuschrauben, wenn man es noch benutzen will. Dann kommt auch kein Sauerstoff dran, da passiert auch nichts. Aber passt drauf auf, ne? Nicht, dass ihr euch die Hütte anzündet, nur weil ihr irgendwas geölt habt. So, schaut mal hier. Das hier, das sind die geölten. Das sind die ich in Natur gelassen habe. Also ich habe das so ungefähr halb-halb gemacht. Und da haben wir jetzt einen ganzen Haufen, ja, Schneeflocken. Ich finde, es ist ziemlich geil geworden. Das war jetzt so die erste Variante. Ich will mich jetzt auch an eine zweite Variante dran geben, aber das machen wir in einem anderen Video. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr baut jetzt alle fleißig Schneeflocken, weil es ist ja bald Weihnachten. Und ja, viel Spaß. Und wenn ihr selber schon welche gemacht habt, schreibt was dazu.
Ciao.